Guten Morgen! Wie ihr bereits im Titel gelesen habt, geht es heute zu den Sturnernen Mandeln. Die Sturnernen Mandeln sind ein faszinierendes Stück der Südtiroler Sagenwelt, aber auch ein bekanntes Wanderziel. Es handelt sich dabei um hohe Steinmännchen oder Steinhaufen, die auf Bergkämme zu finden sind. Seit Jahrhunderten sind die Steinmännchen, die Sturnernen Mandeln, dafür bekannt, dass sie als Wegbeschreibung oder Wegmarkierungen dienen oder auch als Grenzmarkierungen. Es wird auch gesagt, dass sie früher als Kult- oder Ritualplätze dienten und sind mystische Orte. Vielleicht gibt es dazu auch mehr. Besonders bekannt sind die Sturnernen Mandeln oberhalb des Saarentals in Südtirol auf ca. 2000 Meter Höhe. Heute stehen dort über 100 solcher Steinfiguren, manche nur hüfthoch, andere fast mannsgroß. Aber seht selbst. So, wir sind jetzt auf dem Bachplatz Kircheben und beginnen den Aufstieg. Wie ich am Anfang schon erwähnte, gibt es mehrere Sagen oder Geschichten über die Sturnernen Mandel. Zwei möchte ich euch kurz erzählen.
Eine handelt über wilde kleine Berggeister, die in den Bergen lebten. Diese hätten Reisende geholfen, den Weg zu finden, oder, wenn sie verärgert wurden, haben sie die Reisenden in den Nebel geführt. Als Strafe aber sei ein ganzer Schwarm dieser Wesen von einem anderen Berggeist zu Stein verwandelt worden. Eine andere Geschichte erzählt, dass die Sturnernen Mandeln ein Ort waren, an dem Hexen in der Walpurgisnacht tanzten. Die Bauern aus dem Tal erzählten sogar, dass man nachts Flammen und Funken über den Kamm sah. Einige Figuren seien verzauberte Hexen, die durch einen Fluch versteinert worden sind. Eines der bekanntesten Hexen, die es in Sarental gibt, ist die sogenannte Bachler Zottel. Das war ihr Spitzname. Ihr eigentlicher Name lautete Barbara Bächlerin. Barbara wurde vermutlich zwischen 1490 und 1500 geboren. Um ca. 1510 zog sie mit ihrer Familie vom damaligen Heimatort Eisacktal in Sarental. Dort half sie zunächst auf dem Hof Stöckelehof. Nach ihrer Heirat mit Bächler bewirtschaftet sie gemeinsam mit ihm den Hof Bachler in der Ortschaft Windlan. Mit ihrem Mann hatte sie 6 Kinder. Als sie 45 oder 50 Jahre wurde, wurde Barbara zur Hexerei beschuldigt. Man warf ihr unter anderem vor, versucht zu haben, eine Frau namens Bachmann-Andl zu vergiften, angeblich, weil sie eine Liebesbeziehung mit ihrem Mann umstellte. Ob dieser Vorwurf wahr war oder nur Neid, kann man im Nachhinein nicht mehr sagen. Jedenfalls kam sie ins Gefängnis in die Burg Rheineck. Dort wurde sie gefoltert und schließlich zum Tode verurteilt. Am 28. August 1540 wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Spitzname Bachlerzottel tauchte erst viel später auf, zusammengesetzt aus dem Hofname Bachler und dem Wort Zottel aus dem Südtiroler Dialekt, was so viel heißt wie ungekämmt oder verwahrlost.